Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 3. Mama, geht es dir gut? Ja, mein Schatz, mir geht es gut. Mama, ich habe Hunger. Keine Sorge, Liebling, ich werde bald das Frühstück machen. Mama, ich möchte mit Papa spielen. Papa spielt nicht mehr mit mir. Liebt Papa mich noch? So ist es nicht, mein Schatz, Papa liebt dich sehr. Er ist in diesen Tagen nur sehr beschäftigt, er wird am Wochenende Zeit mit dir verbringen, okay? Lena, ich gehe raus, um einen Freund zu treffen, warte nicht auf mich, ich werde spät zurückkommen. Papa, bitte spiel mit mir. Ich habe gestern eine neue Puppe gekauft. Ich habe keine Zeit dafür, Julia, Mama wird mit dir spielen, ich mag Puppen nicht. Papa liebt mich nicht. Warum? Ich muss ihm folgen, er wird sich heute mit Amanda treffen, ich muss dieser Frau gegenübertreten. Mama, woran denkst du? Hallo, meine kleine Julia, wie geht es dir? Oma, mir geht es gut. Danke, dass du hier bist. Ich werde mit dir spielen. Mama, kannst du auf Julia aufpassen? Ich habe etwas Arbeit, ich muss jetzt gehen. Natürlich, Lena, du kannst gehen. Ist alles in Ordnung? Ich werde dir später alles erzählen, Mama. Ich muss jetzt gehen, ich komme bald zurück. Bitte fahr schnell, du musst dieses Auto verfolgen. Du kannst mir das nicht antun, Alex, ich habe dir alles gegeben, ich habe dir meine Liebe gegeben. Ich habe für dich meine Träume aufgegeben, wie konntest du mir das antun? Du wirst für alles bezahlen. Willkommen, meine Liebe, ich habe gute Nachrichten für dich. Danke, dass du hierher gekommen bist, wir werden Zeit miteinander verbringen. Natürlich, ich bin hier bei dir, wir werden später einkaufen gehen, du kannst alles kaufen. Wirklich, ich werde einen Diamantring kaufen, Alex, ich möchte dir etwas sagen. Ich bin Alex. Lena, was machst du hier? Bist du mir gefolgt? Ja, ich bin dir gefolgt. Wer ist dieses Mädchen? Was machst du hier? Und warum hast du mich angelogen? Sie ist meine Freundin, ich habe dich nicht angelogen. Halt den Mund, Alex, hör auf zu lügen. Sie ist Amanda, sie ist deine Freundin. Du hast mich betrogen, wie konntest du mir das antun? Warum, Alex, warum?
Ja, sie ist meine Freundin, ich liebe sie sehr, und ich werde sie heiraten. Du bist eine nutzlose Ehefrau, du kannst mir keinen Sohn geben, ich brauche keine Tochter. Es liegt nicht in meiner Kontrolle, ich kann keinen Jungen bekommen, bist du verrückt? Ich habe für dich meine Träume aufgegeben, ich habe dich sehr geliebt, warum hast du mich betrogen? Du musst dich ändern, triff dieses Mädchen nicht wieder, ich bin deine Ehefrau. Hey du, Alex liebt dich nicht, er liebt mich sehr, er wird dich bald verlassen, wir werden heiraten. Du solltest Alex für immer verlassen, er liebt nur mich. Halt deinen Mund, er ist mein Ehemann und ich bin schwanger, er wird dich verlassen. Komm, Alex, wir müssen jetzt gehen. Alex, ich möchte dir etwas sagen, ich bin schwanger, ich werde Mutter werden. Was? Du bist schwanger? Ich werde Vater werden. Ja, mein Schatz, ich werde dir einen Sohn geben, bitte lass dich von deiner Frau scheiden. Ich kann nicht mehr warten, wir müssen bald heiraten. Warum, Alex, warum? Du hast mein Vertrauen gebrochen, ich werde dir niemals verzeihen, du hast mich sehr verletzt. Lena, hör auf, du musst mir zuhören. Ich muss jetzt gehen, ich werde dich später sehen. Ich muss diese Situation regeln. Mein Schatz, was ist passiert? Wohin bist du gegangen? Bitte sag mir etwas, geht es dir gut? Geht es deinem Baby gut? Mein Leben ist vorbei, Mama. Ich werde Alex niemals verzeihen, er hat mein Leben zerstört. Was hat er getan? Ich habe nichts verstanden. Wohin bist du gegangen und wo ist er? Er hat mich betrogen, Mama, er trifft sich mit jemandem und er hat eine Freundin. Ich bin ihm heute nachgefahren, und ich habe dieses Mädchen getroffen. Was? Wie konnte er das tun? Er liebt mich nicht, seine Freundin ist auch schwanger. Ich kann ihm nicht verzeihen, mein Leben ist vorbei. Er hat mein Leben ruiniert, was soll ich jetzt tun? Lilly liebt ihren Vater. Geh sofort raus. Alex, warum hast du meine Tochter betrogen? Sie liebt dich sehr. Du musst deine Freundin verlassen, du hast eine Tochter. Ich liebe Amanda sehr, ich werde sie nicht verlassen, sie ist schwanger.
Sie wird mir einen Sohn geben, deine Tochter kann mir keinen Sohn geben. Sie muss auch auf dieses Baby verzichten, ich liebe Julia nicht. Wie konntest du mir das antun? Ich bin deine Frau, Julia ist deine Tochter. Ich werde mein Baby nicht aufgeben. Bitte tu uns das nicht an, Gott wird uns beim nächsten Mal einen Sohn geben. Um ehrlich zu sein, ich liebe dich nicht mehr. Es reicht, ich kann dich nicht mehr ertragen, du kannst nicht bleiben. Was versuchst du zu sagen, was meinst du? Ich werde mich von dir scheiden lassen, ich werde Amanda heiraten. Raus aus meinem Haus, sofort. Ich werde dir die Scheidungspapiere bald schicken. Alex, ich werde dich verklagen, du kannst das Lena nicht antun. Liebst du deine eigene Tochter nicht? Julia liebt dich sehr. Ich brauche Julia nicht, du kannst sie mit dir nehmen. Ich brauche nur Amanda. Du kannst mich nicht verklagen, ich bin sehr reich, ich ernähre deine Tochter, du bist eine arme Frau. Ich kann dich hinter Gitter bringen, also hör mir gut zu, denn du musst sofort mein Haus verlassen. Du hast nur 10 Minuten, pack deine Sachen und geh. Wenn du mein Haus nicht verlässt, rufe ich die Polizei. Gut, ich werde dieses Haus verlassen, denn du hast deine Grenzen überschritten und ich habe dir so viele Chancen gegeben. Du bist ein schlechter Mensch, und du wirst eines Tages bereuen, denn ich hasse dich. Du kannst meine Tochter nicht sehen, denn Julia ist nur meine Tochter. Du hast mir das Herz gebrochen, und du wirst eines Tages weinen. Gut, ich werde Julia nicht treffen, also geh jetzt, denn ich will dein Gesicht nicht sehen. Ich werde Amanda bald heiraten, denn sie ist meine große Liebe, und ich werde dich niemals treffen. Papa, was geht hier vor? Bitte wirf uns nicht raus, denn wir lieben dich. Julia, du wirst von jetzt an bei deiner Mutter bleiben, und du kannst mich jederzeit besuchen. Aber du kannst hier nicht bleiben, du musst mein Haus verlassen, Julia. Nein, Papa, ich kann ohne dich nicht leben. Bitte wirf uns nicht raus, wir lieben dich. Bin ich ein schlechtes Kind? Julia, streite nicht mit mir, du musst jetzt gehen. Mama wird deine Sachen packen, geh in dein Zimmer. Bitte, Papa, tu das nicht, was habe ich getan? Es tut mir so leid, ich liebe dich, Papa, ich flehe dich an, du bist mein Held. Ich will bei dir bleiben, Mama liebt dich sehr, und wir wollen dieses Haus nicht verlassen. Ich flehe dich an, Papa, Papa, sieh mich an, können wir hier bleiben? Ich will mein Leben nicht ohne dich leben, bitte sieh mich an. Julia, reiz mich nicht, du kannst mich jederzeit besuchen, bitte pack deine Sachen. Julia, mein Schatz, bitte hör mir zu. Warum stehst du hier? Geh und pack dein Gepäck, ich werde bald meine Liebe heiraten.
Sie wird hier bleiben, sie wird mir einen Sohn geben, du konntest mir keinen Sohn geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.